Our programs include many languages. Please log on to our program schedule for more details. suprememastertv.com/schedule. Nos programmes comprennent des émissions en plusieurs langues. Pour de plus amples informations, consultez suprememastertv.com/schedule. Манай нэвтрүүлгүүд олон хэл дээр гардаг бөгөөд нэвтрүүлгийн хуваарийг suprememastertv.com ташуу зураас schedule хаягаар авна уу. When we look at this cause of heart disease, let's not be confused to blame it on genes or just blame it on somebody's age or blame it on the luck of the draw. Heart disease is a foodborne illness. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in German and English with subtitles in Arabic or Auxese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Hallo gesundheitsbewusste Zuschauer. Ich bin Franz Josef aus dem eindrucksvollen Garmisch-Partenkirchen, Deutschland. Die Menschen in meinem Land sind dankbar für jede ihrer weisen Entscheidungen, von denen Mutter Erde profitiert. Möge Gott sie segnen. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Hope, ein Dokumentarfilm über die Wahl unserer Nahrung, Teil 1 von 2. Es ist uns eine Ehre, Ihnen Auszüge zu zeigen aus dem preisgekrönten und inspirierenden Film Hope for All, unsere Nahrung, unsere Hoffnung, der sich mit den ernsthaften Auswirkungen befasst, die eine Ernährung mit Tierprodukten auf unsere Gesundheit, die Tiere und unseren Planeten hat. Im Jahr 2006 begann Nina Messinger aus Österreich, Vorträge und Seminare über Ernährung und Gesundheit zu halten. Die schrecklichen Folgen der westlichen Ernährung mit Tierprodukten wurden ihr zunehmend bewusster und das veranlasste sie 2012 mit der Arbeit an dem Dokumentarfilm Hope for All zu beginnen. Sie bereiste Europa und flog nach Indien und in die USA, um führende Umweltschützer, Wissenschaftler, Ärzte und Ernährungsexperten und auch Menschen zu interviewen, die durch eine Koständerung schwere Krankheiten überwunden hatten. Nachdem der Film 2016 in Deutschland erschienen war, arbeitete Frau Messinger ein Jahr an einer englischen Version des Films, der umbenannt wurde in Hope, What You Eat Matters. Hope steht für Heilung des Planeten Erde. Frau Messinger und ihr Team haben sich der Schaffung eines globalen Bewusstseins für die Bedeutung der pflanzlichen Vollwerternährung verschrieben. Diese verbessert unsere Gesundheit und verlängert unser Leben, schont die natürlichen Lebensgrundlagen, erhält die Artenvielfalt, verringert unseren ökologischen Fußabdruck, schützt das Leben zahlloser Tiere und fördert eine friedlichere Welt. Every one of us can make a difference. Every one of us eats at least 2 to 3 times a day. And every act of conscious eating, of knowing what the consequences of your eating are, knowing what you're eating, is an act of changing the world. Der alte griechische Arzt Hippokrates sagte: Eure Nahrung soll euer Heilmittel sein und eure Heilmittel eure Nahrung.
Offensichtlich war dem scharfsinnigen Arzt die lebenswichtige Rolle bewusst, die die Nahrung bei der Erhaltung eines gesunden Körpers spielt. Obwohl vielen von uns heute eine größere Vielfalt an gesunden Lebensmitteln zur Verfügung steht als jemals zuvor, verhindern die Macht der Gewohnheit und das Praktische an Fertigprodukten oft, dass die Menschen klügere Ernährungsentscheidungen treffen. Daher wird die Gesellschaft weiterhin von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes und anderen chronischen Krankheiten geplagt. The Western diet, unfortunately, is associated with the development of some pretty serious diseases. Heart disease, cancer, diabetes, obesity. It's like a tsunami. The interesting thing is that all experts would agree that the cause of this tsunami really is our lifestyle. And the fascinating thing is that the major driving force within that lifestyle creating these illnesses is our dependence on animal nutrition. And I think this idea needs to be conveyed to people, that there is a strong association between the Western diet, high in animal foods, processed foods, protein, fat, and so forth, and diseases. People have to know that that really is true. Vor mehr als 30 Jahren stellte der angesehene Herzchirurg Dr. Caldwell B. Esselstyn die konventionellen Behandlungsmethoden bei Herzerkrankungen in Frage. Nach jahrzehntelanger Recherche fand er einen neuen Weg, nämlich die Ursache zu beheben. Caldwell B. Esselstyn is an expert in the field of heart disease, a well-renowned surgeon and researcher, and one of the best doctors in the United States. Intensive research led him to the conclusion our cardiovascular diseases are caused by our eating habits. When we look at this cause of heart disease, let's not be confused to blame it on genes or just blame it on somebody's age or blame it on the luck of the draw. Heart disease is a foodborne illness, and we now know that every time certain foods will pass your lips, you will further endanger and injure the endothelial cell capacity to make nitric oxide. Wir setzen unsere Sendung nach einer kurzen Meldung fort und erfahren, wie wichtig Stickoxide sind. Bitte bleiben Sie bei Supreme Master Television. Und hier sind wir wieder mit Hope, ein Dokumentarfilm über die Wahl unserer Nahrung, Teil 1 von 2. Wir zeigen jetzt weitere Ausschnitte aus Nina Messingers Film, bei dem es um den Zusammenhang zwischen Ernährung und Herzgesundheit geht. Endothelial cells are crucial to our blood vessels and heart. They line our blood vessels and produce protective nitric oxide. And nitric oxide has these marvelous functions of keeping your blood flowing smoothly. It's the strongest vasodilator in the body. It also protects you from getting hypertension because it keeps your artery wall from getting stiff, inflamed, or thickened. And most importantly, a plentiful normal amount of nitric oxide will prevent you from ever developing blockages or plaque. Scientists know that cardiovascular disease starts with progressive damage to the endothelial cells. This is precisely where our diets come in. The excessive consumption of animal-based or processed foods damages our endothelial cells. Regular consumption of these products increasingly diminishes the protective nitric oxide supply in our blood vessels. This leads to inflammation and a hardening and narrowing of the blood vessels. These can have life-threatening consequences like heart attack or stroke, or cause arteriosclerosis. Wenn wir aufhören könnten, Fleisch zu essen, wäre das ganz sicher ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Was gibt es zum Milchtrinken zu sagen? Die allgegenwärtige Werbung hat bewirkt, dass wir glauben, Milch sei unerlässlich für unsere Gesundheit. Stimmt es, dass wir vom Konsum von Milchprodukten profitieren? We also consume too much milk. And the availability of dairy products continues to grow. But do these products actually agree with us? After all, nearly 75% of the world's population and 20% of Europeans are lactose intolerant. In other words, unable to properly digest dairy products. Dairy products contain no complex carbohydrates or roughage and very few vitamins. Instead, they are full of saturated fat, cholesterol, and animal protein. When we're young and growing up, everybody wants to try to feed people dairy products and make sure you have milk every day. But the science really now is at a point where that cannot be sustained. There is ample evidence from wonderful investigators like T. Colin Campbell, who clearly showed that casein, which is the major protein in milk, is really one of the strongest promoters of cancer. T. Colin Campbell is a world-renowned nutritional scientist. In a series of experiments, he was able to prove that animal proteins, casein in particular, promote all stages of cancer growth. We also know that all the saturated fat and the casein in dairy helps to accelerate and promote heart disease. And then we have this whole problem of fractures in the elderly. So here we have this problem of increasing cancer, increasing heart disease, and increasing fracture. Not a good thing. Dairy really should be out. Es wird sehr viel darüber diskutiert, dass wir ohne Milch nicht genügend Kalzium aufnehmen. Kalzium ist wichtig für die Knochenstabilität, soll Osteoporose vorbeugen, aber Untersuchungen von Menschen, die überhaupt keine Milch und keine Milchprodukte verzehren, zeigen, dass dort die Osteoporose-Häufigkeit sehr viel geringer ist als bei uns. And dairy also has, and there's good evidence for this, it has some allergenic properties. It tends to be associated with allergies, either directly associated or enhancing the allergies coming from another source. And so we see things like, in the case of teenage boys, we get this acne. They get this acne sometimes, this skin problem. A lot of that is due to their consumption of dairy. Stop dairy, goes away. Dairy is associated with migraine headaches. I know of a lot of people, have these migraine headaches. It's kind of an allergy kind of thing. As is acne, that's kind of an allergy kind of thing. You stop that, it goes away. And it's very fast. Wir danken Nina Messinger aufrichtig dafür, dass sie uns erlaubt hat, unserem Publikum in aller Welt diese Ausschnitte aus ihrem aufschlussreichen Dokumentarfilm zu zeigen. Möge der Himmel sie für ihre Bemühungen segnen, die heilende pflanzliche Kost zu fördern. Um die Folgen unserer Nahrungswahl weiter zu erforschen, schalten Sie wieder ein am nächsten Montag, den 14. Januar 2019, zum zweiten und letzten Teil unserer Sendung, wo wir weitere Auszüge zeigen aus Hope for All, unsere Nahrung, unsere Hoffnung. Weitere Informationen zu Hope for All, unsere Nahrung, unsere Hoffnung oder um den gesamten Film kostenlos zu sehen, gehen Sie zu hope-theproject.com oder facebook.com/Healing of Planet Earth. Aufmerksame Zuschauer, schön, dass Sie unsere Sendung gesehen haben. Als nächstes kommt eine wunderschöne Zusammenkunft in Liebe und Aufrichtigkeit, Teil 2 von 5. Inzwischen Meisterin und Schülern, gleich nach bemerkenswerte Nachrichten. Auf dass Sie immer gesund und stark sein mögen, körperlich und geistig. Enlightened viewers, it has been a pleasure having you with us for our program. Up next is beautiful gathering with love and sincerity, Part 2 of 5. on Between Master and Disciples, right after noteworthy news.
May you always be healthy and strong in body and spirit. For more details and to check out our schedule for language availability, please visit suprememastertv.com/HL and suprememastertv.com/schedule. Pour plus d'informations et pour consulter le programme des langues disponibles, visitez suprememastertv.com/HL et suprememastertv.com/SCHEDULE. Нэмэлт мэдээллийг болон таны сонирхсан хэл байгаа эсхийг suprememastertv.com ташуу зураас HL хаягаар орно болон suprememastertv.com ташуу зураас schedule хаягаас авно.